Sommer, Sonne, Strand und jede Menge Hausmusik. In der kommenden Woche fahren wir wieder mit der Familie in den Urlaub. Nach Tisno in Dalmatien, in den Süden von Kroatien. Vor 2 Jahren war ich das erste Mal dort. Damals, als sich so langsam das Ende der Pandemie abzeichnete, aber in Deutschland alle Clubs noch geschlossen hatten. Da wollte ich unbedingt raus und entdeckte so Defected Treasure, das Sommerfestival des bekannten britischen Hauslabels Defected. 4 Tage vor Beginn buchte ich das erste Festivalticket meines Lebens, kaufte mangels Unterkunft kurzerhand mein erstes Zelt, baute dieses einmal kurz im Hof auf und fuhr bereits am nächsten Tag zum ersten Festival meines Lebens. Was für ein irres Abenteuer! In der zweiten Festivalnacht kauerte ich beim Unwetter mit Blitz und Donner in meinem kleinen Zelt nur 50 Meter von der Mainstage entfernt, während DJ Roger Sanchez mit Wumm und Bass weiter auflegte. Ein Erlebnis für die Ewigkeit. Im vergangenen Jahr zog ich erneut nach Tisno zu meinem Festival, aber diesmal gemeinsam mit meiner Familie und viel besser vorbereitet sowie ein klein wenig luxuriöser. In ein schickes Mobile Home mit Meerblick und eigenem Pool. Alle hatten ihren Spaß. Die Kinder tobten mit anderen Festivalbesuchern durch unseren Pool. Und Frau Melinda genoss die Ruhe im Sessel und ich, der alte Kerl in der Midlife Crisis, zog des Nachts den DJ-Sets an den Strand. Wunderbar. Und dieses Jahr fahren wir erneut nach Tisno. Gleicher Ort, gleiche Unterkunft, gleiches Festival. Aber eins ist anders. Erstmals legen wir die 850 Kilometer nicht in einem Verbrenner zurück, sondern fahren elektrisch in unserem Tesla. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie wird das so werden? Was wird anders sein? Und was muss man bei der Wegplanung beachten? Wenn man sich durch die diversen E-Auto- und Charging-Foren im Internet wühlt, kommt man nur zu einem Schluss. Alles kein Problem. Die Ladeinfrastruktur in Kroatien ist ausgebaut. Die Fahrt wird ein Kinderspiel. Freunde und Bekannte klingen dagegen nicht so entspannt. Willst du das wirklich wagen? Was machst du, wenn du mitten in der kroatischen Pampa auf einmal laden musst, aber kein Tesla Supercharger in der Gegend ist? Tja, gute Frage. Gut vorbereitet sein, würde ich sagen. Was sonst? Da heute unsere Planung und allerlei Überlegungen für einen Elektro-Roadtrip in den Süden von Kroatien. Heute bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis mit dem Tesla Model Y nach Südkroatien. Willkommen! Eins muss man ehrlich sagen, augenscheinlich war das früher anders und wohl auch ein wenig einfacher. Einfach ins Auto setzen, losfahren und wenn der Tank leer ist, dann sucht man sich die nächste Tankstelle und tankt und fährt nach 5 Minuten einfach weiter. Offene Fragen? Höchstens inwiefern Super und E10 kompatibel sind und wie das mit dem Prepaid-Bezahlen funktioniert. Und die Route hat man allein danach ausgewählt, ob man einen Stau auf einem Schleichweg umfahren kann. Das ist jetzt mit dem Tesla ein klein wenig anders. Richtig, man schaut sich erst einmal die Route an und checkt, wie es um Lademöglichkeiten bestellt ist. Beim Tesla Model Y übernimmt das alles das integrierte Navi, inklusive aller nötigen Ladestops. Jo, sieht gut aus. Das deckt sich auch mit dem, was viele andere Tesla-Fahrer in Internetforen berichten. Generell seien Roadtrips mit dem Tesla ziemlich entspannt, das hört man allerorts. Und auch ich selbst habe das erst neulich bei einem Kurzurlaub mit meiner Mutter an die Ostsee erlebt. Alles kein Problem. Etliche Tesla Supercharger lagen auf dem Weg und wenn mal keiner in der Nähe war, fanden wir immer eine Alternative, meist von regionalen Anbietern, die ich mit meiner ADAC-Ladekarte problemlos nutzen konnte. Das kostet zwar mitunter etwas mehr, aber hey, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich komme auf jeden Fall an. Die Planung der Fahrt nach Kroatien stellt sich anfangs ähnlich dar. Start in München, dann durch Österreich und Slowenien bis nach Nordkroatien. Überall entlang der Strecke stehen die schnellen Supercharger von Tesla. Kein Wunder, dass in den Foren so viele von sorglosen Fahrten berichten. Aber der Teufel steckt im Detail. Liest man die Berichte genauer, stellt man fest, dass viele ihren Urlaub in Istrien im Norden verbringen. Wir dagegen wollen in den Süden, nach Dalmatien. Gewiss, auch hier gibt es Supercharger, aber eben nicht so viele wie im Norden oder gar in Deutschland. Die Tesla-Routenplanung sieht eine Fahrt von 10 Stunden mit einigen Stops an den Superchargern vor. Sehr gut, ankommen sollte also schon mal klappen. Bei Ankunft hätten wir dann allerdings weniger als 25% Akkuladung. Doch wir wollen ja auch noch vor Ort ein wenig fahren und die Gegend erkunden und einkaufen. Und natürlich muss ich irgendwie zu meinem Festival kommen. Kurz mal zum nächsten Supercharger fahren, das ist nicht. Alles zu weit entfernt. Und überhaupt soll man die Schnelllader ja ohnehin nur auf der Langstrecke nutzen. Denn auf Dauer ist das schnelle Laden ja eher weniger empfehlenswert, da es den Akku zu sehr belastet. Heißt es zumindest. Also schauen wir nach Alternativen, zum Beispiel lokalen Anbietern im Süden von Kroatien. Ja, die gibt es, aber das Angebot an Ladestationen ist durchaus überschaubar. Kein Wunder, denn E-Autos sind in Kroatien noch kein allzu großes Thema. 920 E-Autos Neuanmeldungen in Kroatien in der ersten Jahreshälfte 2023 versus 220.000 E-Autos in Deutschland, sagen Statistiken.
Klar, Kroatien ist ein kleines Land und das kann man nicht so recht mit deutschen Zahlen vergleichen. Aber es zeigt, wo mehr E-Autos unterwegs sind und wo sich der Ausbau von Ladeinfrastruktur lohnt. Und das ist an erster Stelle mal nicht Kroatien. Nun gut, alles sehr nachvollziehbar. Allerdings hilft uns das bei unserer Planung nun auch nicht wirklich weiter. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele deutsche und andere europäische Urlauber ebenfalls zunehmend mit E-Autos in Kroatien unterwegs sind. Gerade jetzt im Sommer. Stöbert man durch die einschlägigen Foren im Netz, stößt man häufig auf die Elen Smartphone App, die Lademöglichkeiten in diversen europäischen Ländern anbietet. Und insbesondere auch in Kroatien. Das Schöne an Elen, die Webseite existiert in einer englischsprachigen Variante. Und auch die App kann man auf Englisch nutzen. Das vereinfacht die Sache schon mal deutlich. Eine Suchanfrage ist schnell gestellt, doch für den Bereich von Tesno, wo mein Festival stattfindet, findet sich leider gar nichts. Und in meinem Umkreis sind lediglich Stationen mit einer eher mäßigen Ladeleistung von 22 kW auszumachen. Das ist okay, wenn man über Nacht am Aufenthaltsort nachladen will. Aber um den Tank in einer akzeptablen Zeit voll zu machen, ist das dann doch etwas zu wenig. Immerhin, im Norden an der Autobahn, von der wir kommen, gibt es immerhin einen 50 kW Lader. Das ist ja schon mal was. Doch bis dahin müsste ich 26 Kilometer zurücklegen. Nicht so cool. Allerdings eine Option, die ich mir in Google Maps speichern werde. Kosten? Ein Klick auf Show Pricing Model bringt keine Erkenntnis. Fat is included in listed prices. Okay, wo findet man denn nun diese listed prices? Man muss ein wenig suchen. Selbsterklärend ist das alles nicht. Am Ende gelangt man zu einer Übersicht, die danach unterscheidet, ob man an einer Autobahn oder abseits des Highways laden will. Ob man in der hochpreisigen Feriensaison oder in der eher günstigeren Nebensaison tanken will. Und mit welcher Geschwindigkeit natürlich. In meinem Fall werden im August an einem Schnelllader an der Autobahn mit 50 kW genau 62 Cent pro Kilowattstunde aufgerufen. Zum Vergleich, in der Nebensaison liegt der Preis für die gleiche Ladestation bei 46 Cent. Nach deutschen Maßstäben ist der Preis dennoch okay. Trotzdem lohnt es sich immer zu prüfen, ob man nicht mit einer anderen Ladekarte günstiger fährt. In meinem Fall käme erneut meine ADAC-Ladekarte zum Zug. Ein Angebot von ADAC und ANBW, das man auch international nutzen kann. Und diesmal liegt die Karte mit einem Standardpreis von 60 Cent für DC-Schnelllademöglichkeiten ein klein wenig unter dem Preis des lokalen Anbieters. Aber Achtung, das ist längst nicht immer der Fall. Wer auf Nummer sicher gehen will, muss immer vergleichen. Gut, somit habe ich schon mal einen 50 kW Schnelllader in 26 Kilometer Entfernung für 60 Cent gefunden. Gibt es eine näher liegende Alternative? Ja, ein Blick in die Karte zeigt auch noch eine 40 Kilowatt Ladestation im näher gelegenen Pirovac. Allerdings scheint es dort nur 2 Ladepunkte zu geben. Reicht das im Hochsommer aus, wenn etliche Touristen, genau wie wir, unterwegs sind und verzweifelte Ladestationen in der Region suchen? Ich bin skeptisch. Weiter geht die Suche. Da finden sich zum Beispiel auch noch die Ladestationen eines Telekommunikationsanbieters. Ja, auch so einer bietet so etwas an. Aber dessen Angebot bietet keine englischsprachige oder gar deutschsprachige Übersicht. Und in den Foren wird von einem Prepaid-Angebot berichtet, bei dem man erstmal ein Guthaben einrichten muss. Nein, davon lasse ich die Finger. Alternativ findet man auch so einige Hinweise auf ein Ladeangebot von Kaufland. Ja, Kaufland, die Handelskette der Schwarzgruppe, zu der auch Lidl zählt. Die Kette bietet an einigen seiner Discounter-Standorte auch die Möglichkeit zum Laden des E-Autos, sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Während die Ladepunkte an den deutschen Filialen kostenpflichtig sind, sind sie zumindest in Kroatien offensichtlich kostenfrei. Ein Anruf bei der deutschen Hotline konnte das leider nicht so genau klären, aber zumindest in so einigen Foren kann man es so nachlesen. Vergleichsweise schnelle 50 Kilowatt Lader sind bei Kaufland in Kroatien durchaus verfügbar. Allerdings, die Anzahl der Ladepunkte ist sehr begrenzt und der vermeintliche Geheimtipp ist alles andere als geheim. Das zeigt einen Blick in die Foren im Web. Die Chance, hier einmal vollzuladen, aus meiner Sicht eher gering. Der Andrang soll nach Aussagen anderer beachtlich sein. Verlassen würde ich mich darauf also nicht. Bleibt die letzte Option: Tanken am Urlaubsort. Wir haben ein schickes Mobile Home gebucht auf einem grünen, eco-friendly Camping Ground. Und dort setzt man voll auf Nachhaltigkeit, inklusive Sonnenenergie, Mülltrennung und Recycling. Da sollte man doch sicherlich eine Lademöglichkeit finden, oder? Liegt zumindest nahe. Also haben wir 2 Wochen vor Urlaubsbeginn nachgefragt, wie es um eine Wallbox oder Ähnliches steht. Leider Fehlanzeige. Die Camper haben eine blaue Campingsteckdose. Einige bringen irgendwelche Adapter mit, sagte man uns. Aber für die Mobile Homes? Nö, da ist nichts vorgesehen. Schade, da hätten wir uns ein wenig mehr erwartet. Was ist also die Quintessenz? Ein Tesla Supercharger in 60 Kilometer Entfernung. Ein größerer 50 Kilowatt Charger an einer Autobahn in 26 Kilometer Entfernung. Und ein kleiner 40 Kilowatt Lader in der Nähe, der allerdings nur 2 Ladepunkte hat. Wird das reichen? Ich bin ehrlich gesagt verunsichert. Ja, Tesla hat einen Mobile Charger beigebracht.
gelegt, mit dem man auch an einer normalen Schuko-Steckdose laden kann. Allerdings ist das nicht ganz ungefährlich, von wegen Überhitzungsgefahr. Ja, man könnte das Ding noch etwas schneller machen, indem man sich einen blauen Campingadapter zulegt. Kostet 48 € bei Tesla. Aber wirklich schneller wird es damit ja auch nicht. Und zudem haben wir ja in unserem Mobile Home keine blaue Campingsteckdose. So, und nun? Ich habe überdacht, mir tatsächlich einen Juice Booster zuzulegen. Ja, Achtung, der Juice Booster und die YouTuber. Das ist so ein Thema für sich, das einige auf die Barrikaden bringt. In der Vergangenheit haben etliche bekannte YouTuber dieses Gerät empfohlen, da man mit ihm überall sicher laden kann, da es einfach gesprochen den Ladevorgang in jeder Hinsicht überwacht und selbstständig die schnellstmögliche Ladevariante wählt, selbst an einer Schuko-Steckdose. Während sich das Gerät bei vielen YouTubern und Influencern großer Beliebtheit erfreut, reagieren viele Zuschauer eher negativ, wenn nicht sogar genervt. Angesichts eines Preises von mindestens 700 € mit passendem Zubehör auch locker über 1000 € sprechen so einige von überteuerten Schnickschnack, den kein Mensch brauche. Viele bezichtigen die wohlwollend auftretenden YouTuber, sie hätten sich gar kaufen lassen. Ich bin hin und her gerissen. Mag ja sein, dass der Juice Booster überteuert ist und für die meisten E-Autofahrer dank Alternativen keinen Mehrwert bietet. Aber in unserer Situation im Süden, ich träume bereits davon, irgendwo in der kroatischen Pampa zu stehen und verzweifelt eine Ladestation zu suchen. Mit quäkenden Kindern auf der Rückbank. Meine Frau sieht das wie immer sehr viel lockerer und vertraut auf unser Momentum. Sie meint, wir sollen einfach fahren. Wir würden schon irgendwie durchkommen. Das liebe ich so an ihr. Sie ist eine hoffnungslose Optimistin. Und am Ende bin ich ein Mann, der meist auf das Wort seiner Frau hört. Dies ist also vielleicht mein letztes Video auf diesem Kanal. Wenn ihr in den nächsten 2 Wochen nichts von mir hören solltet, dann wisst ihr, wo ihr mich in Kroatien suchen könnt. Hinterlasst aber doch bitte vorher noch ein Like und abonniert diesen Kanal. Dann hat sich diese Durststreckenfahrt in die Sonne zumindest ein klein wenig gelohnt. Bleibt die Frage des Tages. Wie bereitet ihr euch auf einen Langstreckentrip in eine unbekannte Region mit dem E-Auto bestmöglich vor? Hinterlasst eure Ideen gern in diesem Video, in der Kommentarspalte unter diesem Video. Wie unser Trip dann wirklich verlaufen ist, werde ich euch bei nächster Gelegenheit verraten. Hier bei Ulf Hannemann Mastering Midlife Crisis. Bis demnächst. Das war's theoretisch. Was für ein Abenteuer! Was für ein Abenteuer! Ein Erlebnis für die Ewigkeit. Sag mal andersrum einfach. Ein Erlebnis für die Ewigkeit.